Guten Morgen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Stuttgarter Flughafen. Für mich geht es diese Woche zur Concorsa de la Ganza mit BMW und der gesamten BMW Group. Die Concorsa de la Ganza findet einmal im Jahr statt, ist sozusagen der Schönheitswettbewerb für Autos. Wir sehen dort ältere Autos, Prototypen, neue Fahrzeuge. Auch die Produktpalette von BMW. Ich bin super gespannt. Insgesamt sind wir 4 Tage unterwegs. Das bedeutet, heute ist Freitag, das ist der Anreisetag. Heute Abend ist dann auch Programm. Da werden auch bestimmte Fahrzeuge gleich gezeigt. Und dann über die nächsten 3 Tage findet die Concorsa di La Ganza statt. Und am Sonntagmittag reisen wir dann bereits ab, weil es nämlich noch mit einem Roadtrip mit den BMW-Fahrzeugen über Tirol einer Übernachtung dann zurück nach München geht. Und dort endet dann unsere Reise Montagabend und für mich geht's wieder zurück nach Stuttgart. Ich bin super aufgeregt, euch mitnehmen zu können, insbesondere jetzt auch im Rahmen von diesem Vlogging-Format. Ich glaube, das wird eine coole Sache werden und wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich in Mailand gelandet bin. Aktuell ist es 16 Uhr. Der Shuttle geht unten um 17:45 Uhr dann zur ersten Location für unseren Abend und der Eröffnung von der Concorsa de la Ganza. Wir sind jetzt mit dem Shuttlebus hier am Comersee angekommen. Es ist eine wahnsinnig schöne Aussicht. One of the best trucks in the BMW Group. Things actually have gone through the roof since. Die sehen toll aus. Ja. Wir hatten soeben das Media Dinner, was hier drin stattfand, an der Location hier im Comersee. Es war wirklich cool, insbesondere viele von den bekannten Gesichtern, die ich auch in Portugal kennengelernt habe, wiederzusehen. Wir laufen jetzt gerade rüber, das sind so um die 100 Meter, zur Location von heute Abend, wo auch das 20. BMW Art Car vorgestellt wurde, wo jetzt nämlich heute Abend noch ein weiteres BMW-Fahrzeug und ein BMW Motorrad-Konzeptfahrzeug vorgestellt werden. Hi, guten Morgen. Es ist bei uns gerade 7:43 Uhr. Ich bin um 7 Uhr aufgewacht und jetzt wollte ich euch ein kurzes Update geben, insbesondere wie es gestern war. Ich muss ja zugeben, und vielleicht wissen das auch einige von euch schon, ich habe die Concorsa de la Ganza die Jahre davor auch schon besucht gehabt mit einer meiner besten Freundinnen. Wir sind da zu zweit zu dem Wheels and Weißwürstchen gegangen, was eben bei der Villa d'Erba stattfindet, wo wir heute auch sein werden. Und das war natürlich jetzt nochmal was anderes, weil wir nicht bei dem ganzen Thema Parade dabei waren und bei den ganzen Fahrzeugen, Neuvorstellungen und eben diese Behind the Scenes mitbekamen, sondern wir hatten ganz normale Public-Tickets, die einem den Zugang generell ermöglichen. Wir waren hauptsächlich Presse, das bedeutet Lifestyle-Content-Creator aus unterschiedlichen Ländern.
also auch von ganz Europa. Aber ich bin sozusagen vernetzt und in der Gruppe mit den deutschen Lifestyle-Content-Creatern, die unterschiedliche Medien bedienen. Auch Social Media, manche machen Instagram-Fokus, YouTube-Fokus, haben ein eigenes Magazin. Also es ist wirklich echt cool durchmischt und im Endeffekt sind wir dann gestern da rangekommen. Ich meine, ihr habt ja auch die Ausschnitte gesehen gehabt und es war einfach eine traumhafte Landschaft. Es gab einen tollen Stehempfang zu Beginn und konnte sich so ein bisschen austauschen, einmal die gesamte Gegend von der Villa d'Este erkunden und auch einmal ablaufen. Wir waren ja direkt am See gelegen und das war natürlich wirklich erstmal von der Atmosphäre her, von der Aufteilung dieses gesamten Ensemble, wo war das Auto, wo konnten die Menschen für den Stehempfang hin, wo ist man reingelaufen, natürlich jetzt super abgestimmt. Und dann, als das 20. BMW Art Car vorgestellt worden ist, was ich sehr cool fand, die Designerin war mit dabei und hat dann eben auch nochmal was zum Fahrzeug gesagt gehabt, insbesondere gesagt, es muss in Le Mans gewinnen, was ich sehr, sehr cool fand. Und dann wurde insgesamt das Fahrzeug auch vorgestellt. Ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt davon, wie mutig die Farbgebung war. BMW Art Cars haben eine lange Geschichte und die natürlich jetzt so in die Moderne zu übersetzen, da eine Designerin ranzulassen, die ja insbesondere auch in ihrer Szene sehr renommiert ist und anerkannt ist und war sehr, sehr schön mit anzusehen. Finde ich ist auch toll, dass man das, nachdem es in Paris vorgestellt worden ist, ein paar Tage davor zum Comer See gebracht hat und dass es eben nun auch in Le Mans fahren wird und danach direkt ins Museum kommt. Und das BMW Concept Car, von der Designsprache her wird es immer klarer in meinen Augen nach. Ich finde das mit der Horizontalen diesmal flach abgestimmt, also keine Sedan-Version, sondern was Sportlicheres. Das hat richtig Spaß gemacht, sah sehr, sehr gut aus. Man hat natürlich das Ambiente dafür geschaffen, so ein Fahrzeug auch präsentieren zu können. So viel von gestern. Und zwar treffen wir uns jetzt um 8:15 Uhr, also ich muss mich jetzt auch ein wenig beeilen. Wieder unten in der Lobby und danach geht es mit dem Bus-Shuttle zur Villa d'Este. Dort sehen wir dann den neuen vollelektrischen Rolls-Royce Cullinan der Serie 2. Anschließend sehen wir dann auch über den Tag verteilt das 20. BMW Art Car ausgestellt und haben dann eben auch die Möglichkeit, bei der Villa d'Este die historischen und Concept Cars zu sehen, die eben ausgestellt werden und dann auch von der Jury bewertet werden. Das bedeutet, auch heute Nachmittag ist ja insbesondere das öffentliche Referendum. Also wir können abstimmen für das beste Fahrzeug in seiner jeweiligen Kategorie. Und dann hat man eben die Möglichkeit, auch über den Tag hinweg zur Villa Erba zu gehen und dementsprechend dann auch bei Wietz und Weißwürstchen vorbeizuschauen. Und dann ab 14 Uhr haben wir die Parade auf der Terrasse mit der Awardzeremonie von Copadora Villa d'Este und Special Awards für historische Autos. Genau, so viel erstmal dazu. Ich versuche euch natürlich den gesamten Nachmittag wieder mitzunehmen, euch die Einblicke zu zeigen und dann sehen wir uns gleich, wenn ich mich einmal umgezogen habe. Und das ist auch mein Outfit. Ich bin heute beige angezogen in vielen Naturtönen. Also so schaut das Outfit aus, in so Eierfarben beige mit einer Seidenbluse, schwarzen hohen Schuhen dazu, mit Slingbags und ein paar schwarz-goldenen Details. Ich weiß nicht, ob ihr euch für die Outfit-Details interessiert, lasst es mich gerne wissen, dann erzähle ich dazu gerne auch mal mehr. Aber ja, genau, das ist es. Und das ist auch der Bus, mit dem wir immer unterwegs sind. Also wir sind alle wie so auf einer Klassenfahrt in einem gemeinsamen Shuttlebus. Und damit fahren wir jetzt auch zur Villa d'Este für den ersten Eventpunkt. Also erstmal, Alexandra, lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mir ein bisschen was zu eurem Fahrzeug zu erzählen. Was haben wir denn hier Schönes hinter uns? Wir haben hier einen originalen Werks-Bugatti aus 1928, unrestauriert. Man sieht hier wunderschön die Patina auf dem Fahrzeug und ja, es erzählt ganz viel Geschichte. Toll. Und in welcher Kategorie tretet ihr heute an? Wir treten in der Kategorie G an, in der Preservation Class. Das bedeutet halt für unrestaurierte Fahrzeuge. Oh, spannend. Woher seid ihr angereist? Wir sind Welche Strecke? aus Frankfurt angereist. Aus Frankfurt. Genau. Aber das Fahrzeug wurde im Trailer angeliefert. Ja. Zum Thema Concorso d'Eleganza, weil viele kennen die Concorso d'Eleganza gar nicht. Was zeichnet sie denn aus? Wieso schaue ich mir denn nicht eine andere Oldtimer-Messe an? Was ist das Besondere? Ich würde sagen, genau wie das der Name auch beschreibt, es geht einfach um die Eleganz dieser wunderschönen Fahrzeuge, die wir hier alle sehen.
es kommen hier so viele schöne Fahrzeuge mit so einer Historie zusammen, wie man es, glaube ich, kaum anderswo vorfindet. Und dann natürlich noch mit diesem Umfeld bei der Villa d'Este. Es ist einfach traumhaft schön, dass so viele international zusammenkommen, um die Fahrzeuge quasi zu feiern. Ja, toll. Lieben Dank für deine Zeit. Wir haben ja auch die Möglichkeit, tatsächlich hier in der App auch direkt mitzuvoten. Für heute Nachmittag ist das der Copa d'Oro Villa d'Este. Insbesondere ist natürlich spannend, dass man auf der App auch die Fahrzeuge sieht, die aneinander antreten und somit sich auch nochmal eine Übersicht verschaffen kann, welche unterschiedlichen Fahrzeuge in welchen Kategorien. Hier sieht man auch alle Kategorien abgebildet, also von A bis H. Und dann auch noch weitere Classes, insbesondere auch die Concept Cars und die Prototypen. Habe ich hier gerade die Möglichkeit, auf den Herrn Ruf zu treffen, der letztes Jahr mit seinem... Das war ein Prototyp 901 Wahnsinn. mit der Fahrgestellnummer 13326. Ja. Das Auto wurde gebaut im August 1963 Wahnsinn. und ist heute der älteste 901 oder 911, der noch existiert. Ja, schön, dass Sie dieses Jahr auch wieder mit dabei sind. Haben Sie aktuell auch ein Auto wieder mit dabei, was antritt in der Kategorie? Dann sehen Sie, das ist der Ruf CTR. Ja. Hat einen Spitznamen bekommen damals, nämlich Yellowbird. Und das war 1987, als das Auto vorgestellt wurde. Ja. Und das war anlässlich eines Hochgeschwindigkeitstests in Norddeutschland. Das wurde von Road & Track, dem amerikanischen Automagazin, ausgeführt. Ja. Das Auto war mit 339 Kilometern das absolut schnellste Auto. This is number 6 of the 80 made, and it's the only one in this color combination. So The color is called silver yeah, titanium. titanium. Wow. It It's Alcantara, right? yeah. Yeah. The bucket seats were optional. Yeah. So it has the bucket seats. Also the small steering wheel with no airbag was also optional. So it's a 6-liter V12, and I think we are all curious to see what the engine looks like. Ich bin jetzt hier bei der Villa Erba angekommen und man muss schon sagen, dass der Vibe hier natürlich ein ganz anderer ist. Hier sind sehr, sehr viele Menschen mit ihren Privatfahrzeugen angereist und sind sogar auch in Kolonne runtergefahren, wie auch die Heizer Jungs. Und wie kamt ihr auf das Event? Er hat tatsächlich davon mir schon gehört? vor ein paar Jahren davon immer wieder erzählt und dann Ja. habe ich mir das auch selber angeschaut und ich finde einfach die Kulisse hier so schön. Ja. Und habe mir jetzt auch sofort vorgestellt, wir beide hier in den Leinen-Outfits, schauen uns die tollen Autos an. Von der Lifestyle. Genau. Now you might want to switch off. The winner of the 2024 Copa d'Oro Villa d'Este is the McLaren F1. Really momentous day.
beginnen jetzt den Tag mit einem Talk mit der Designerin vom 20. BMW Art Car und da nehme ich euch jetzt mit. Eins der aufregendsten Teile von dieser Concorso d'Eleganza Experience mit BMW ist, dass wir die Rückfahrt über Tirol machen und tatsächlich dann die Möglichkeit haben, dann auch nochmal dort eine Nacht zu übernachten. Wir fahren jetzt da runter und jetzt stehen wir alle in der Hotellobby und warten auf die Fahrzeugzuteilung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich mega, weil das Wetter spielt mit und wir haben Cabrio-Fahrzeuge. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr, sehr cooler Storytelling. Wir haben jetzt noch mal kurz eine Abzweigung genommen und sind hoch in die Berge und ich habe noch mal die Chance bekommen, jetzt mit dem neuen Z4 M40i Content zu drehen. Hier sind ein paar schöne Straßen gewesen, die man hochfahren konnte. Und jetzt geht es nach oben, ganz kurz aufs Hotelzimmer, duschen, umziehen und dann ist das auch schon der letzte Abend mit dem Team von BMW. Und morgen geht es dann weiter mit einer Produktvorstellung vom neuen i5 Touring, worauf ich mich mega freue. Also ich muss schon sagen, dafür, dass wir hier eine Nacht sind, habe ich jetzt hier das Familienzimmer bekommen. Es ist einfach der Wahnsinn mit offenem Badezimmer. Soeben vom Abendessen zurückgekommen. Das war mein Outfit. Einfach nur bequem und comfortable für den letzten Abend. Und jetzt geht's ins Bett. Morgen fahren wir dann mit den neuen i5 Touring nach München zurück und dann ist das ganze Event auch zu Ende. Wir sind jetzt so aus der Tenelodge ausgecheckt, hatten eine kurze Produkteinführung bekommen für den ersten vollelektrischen i5 Touring und nun habe ich mein Gepäck schon mal ein wenig hier eingeladen, mache noch ein wenig Content damit und dann geht es auch los. Wieder zurück nach Deutschland. It's a Wrap, Leute. Wir sind gerade angekommen, wieder in München. Hier in Garching, wo die Testfahrzeuge von BMW stehen. Wir sind gerade die neue i5 Touring-Reihe von BMW von Tirol nach Garching gefahren. Schöne 4,5 Stunden. Das erste Produkt von BMW, was nun eben auch für die 5er Touring-Modelle voll elektrisch zur Verfügung steht. Insbesondere spannend ist neben dem neuen Design, was sich eigentlich ab der A-Säule nach hinten, beziehungsweise auch ab der B-Säule nach hinten komplett verändert hat, dass wir nun eben Assistant Level Driving 2 Plus mit integriert haben. Unter anderem eben auf der Autobahn einen automatischen Spurfahrerwechsel und das hat natürlich auch schon echt Spaß gemacht. Und jetzt sind wir hier in Garching angekommen und wurden nochmal nett empfangen, haben nochmal die Möglichkeit, uns kurz zu akklimatisieren, Kaffee zu trinken und dann ist auch tatsächlich schon dieses Event mit Concorsa d'Eleganza auch schon vorbei. Also mehr vom Fahrerlebnis mit dem neuen i5 Touring findet ihr bei mir auf Instagram. Es hat Spaß gemacht und vielen Dank, bis zum nächsten Mal.